Hallo liebe Leute und Bonjour aus Südfrankreich. Wir sind hier in der Nähe von Nizza, um 8 richtig geile Trailbikes gegeneinander zu testen. Unter anderem dieses Orbea Ockham LT, was man kaum übersehen kann. Was das Ockham LT auf dem Kasten hat und wie es sich gegen die Konkurrenz schlägt, das erfahrt ihr heute im Video. Das Orbea Ockham ist letztes Jahr im Herbst neu rausgekommen und hat uns beim Launch direkt richtig begeistert. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen es unbedingt in unserem Trailbike-Vergleichstest dabei haben. Es gibt das neue Ockham in 2 Ausführungen, entweder als LT, wie es hier hinter mir hängt, dazu gleich mehr, oder als SL-Variante. Das hat dann ein bisschen weniger Federweg. Remote Lockout am Lenker ist eher so für Tourenfahrer. Hier die LT-Variante ist immer noch ein Trailbike, aber definitiv mehr auf die Abfahrt ausgerichtet. Es hat 160 mm Federweg vorne, 150 mm am Heck und es gibt es entweder als Carbon-Variante, wie wir es hier getestet haben, oder auch als richtig schicke Alu-Variante mit allen Features, die der große Carbon-Bruder ebenfalls hat. Preislich geht es bei der Carbon-Variante bei 4.700 € los. Die Version, die wir getestet haben, die ist so ein bisschen individuell zusammengestellt. Dazu erzähle ich euch gleich mehr. Wenn man sich das so zusammenklickt, inklusive Custom-Lackierung, kommt man auf einen Preis von ungefähr 7.700 €. Das Orbea Ockham hat einen richtig schicken Carbonrahmen mit einigen wirklich interessanten Details. Geblieben ist das auffällige asymmetrische Rahmendesign. Was neu ist im Vergleich zum Vorgänger, ist das praktische Staufach im Unterrohr. Was ebenfalls ein richtig interessantes und cooles Feature ist, ist der Flip-Chip. Das kennt man ja von vielen anderen Rädern. Flip-Chip, um die Geometrie zu verstellen. Da muss man immer gefühlt das halbe Rad auseinandernehmen. Hier ist es so, man kann es wirklich innerhalb von wenigen Sekunden auf dem Trail machen, in ein hohes oder in ein tiefes Setting, indem man einfach eine Schraube lockert, kurz den Dämpfer in Position zieht sozusagen und dann wieder festzieht und dann ist man schon im anderen Geometrie-Setting. Ist wirklich sehr, sehr clever gelöst. Was auch ein sehr nettes Detail ist, sind die integrierten Tools. Ihr habt unter anderem ein integriertes Multitool, was in der Dämpferanlenkung versteckt ist und damit mit einem Magneten an Ort und Stelle gehalten wird. Außerdem in der Hinterradachse ist ebenfalls noch ein Tool integriert. Das heißt, wenn ihr Bock habt, das komplette Rad auf dem Trail auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen, müsst ihr keine Werkstatt mitnehmen, sondern könnt es wirklich on the fly machen. Stichwort Service, was vielleicht dem einen oder anderen ein Dorn im Auge sein könnte, sind die Leitungen, die durch den Steuersatz verlegt werden. Das heißt, das Ockham LT hat keine Aufnahme für Kabel im Rahmen. Die müssen durch den Steuersatz verlegt werden. Was hingegen wirklich eine sehr, sehr schöne Sache ist, ist, dass alle Carbon-Versionen ab Werk mit einer Rahmenschutzfolie ausgestattet sind, damit das Rad nicht nur am ersten Tag richtig fresh aussieht, sondern auch nach 1 oder 2 Jahren immer noch so schön aussieht wie am ersten Tag. Unser Testrad, das Ockham LT, in dieser knalligen Kombination aus Pink, Dunkelblau mit ein paar neongelben Akzenten, fällt definitiv auf. Ich weiß, einige von euch werden bestimmt auch sagen, boah, ist nicht so ganz mein Fall, aber keine Sorge, es gibt es auch in gedeckteren Farben. Und was bei Orbea eine richtig coole Sache ist, ist der Mayo-Konfigurator. Da könnt ihr einzelne Anbauteile austauschen und ihr könnt das Design des Rades komplett frei bestimmen. Also da kann man wirklich jeden Designwunsch realisieren, den man sich so vorstellen kann, ohne dass es einen Aufpreis kostet. Aus meiner Sicht eine echt schöne Sache, die Orbea da anbietet. Was die Geometrie angeht, ist das Ockham LT in Größe L, wie wir es getestet haben, mit einem Reach von 480 mm definitiv eines der größten Bikes in unserem Vergleichstest. Der Lenkwinkel ist 64 Grad flach, das heißt, da geht es eher so ein bisschen mehr in Richtung Abfahrt, aber wie gesagt, ihr habt eben diesen Flip-Chip, mit dem ihr on the fly die Geometrie verstellen könnt und das Rad auch ein bisschen steiler einstellen könnt. Angeboten wird das Ockham LT in 4 Größen von S bis XL und wir haben das Rad hier in Südfrankreich eben in Größe L getestet. Die Ausstattung von unserem Testbike, die lässt eigentlich keine Wünsche offen. Es ist ausgestattet mit einem Fox Factory Fahrwerk, mit Shimano XTR Bremsen, mit einer SRAM Eagle Transmission, mit der kabellos und elektrisch geschaltet wird und mit hauseigenen Okwo Laufrädern. Gewichtstechnisch spielt das Orbea Ockham LT zwar nicht in der Champions League, aber mit einem Gewicht von 14,7 Kilo ist es definitiv für ein Trailbike mit so viel Federweg in einem sehr, sehr guten Bereich. Außerdem gibt es noch ein paar Besonderheiten, nicht nur am Ockham LT, sondern an allen Rädern in unserem Vergleichstest. Damit sich die Bikes in unserem Vergleichstest möglichst identisch anfühlen, haben wir nämlich ein paar Veränderungen vorgenommen. Wir haben unter anderem alle Lenker auf eine Breite von 770 mm gekürzt und alle Bikes mit ergonomisch abgestimmten Kontaktpunkten, also Griffen und Sätteln von Ergon ausgestattet. Dazu haben wir jedem Rad ein Schutzblech von Unleashed verpasst, weil Gerüchten zufolge soll es selbst hier in Südfrankreich hin und wieder mal regnen.
Und wir haben die wohl wichtigsten Kontaktpunkte und die einzigen Kontaktpunkte vom Bike zum Untergrund vereinheitlicht, nämlich die Reifen. Da haben wir auf jedes Bike Reifen von Goodyear aufgezogen, und zwar der Goodyear Newton mit Enduro-Karkasse. Wir waren schon mal hier in Südfrankreich, eigentlich würde man sagen Trailbike-Karkasse. Aber die Trails hier sind wirklich steinig und anspruchsvoll, und da wollten wir einfach auf Nummer sicher gehen und haben deswegen die etwas dickere, stabilere Enduro-Karkasse gewählt. Außerdem hat uns IXS für den Fall der Fälle mit Helmen und Protektoren versorgt und damit wir ungemein gut auf dem Trail aussehen, auch mit den passenden Outfits. Wir haben das Occam LT hier in Südfrankreich gegen 7 andere richtig gute Trailbikes getestet. Wie viel Abfahrtspotenzial in diesem pinken Gerät steckt, das erfahrt ihr gleich, aber ich nehme euch jetzt erstmal mit hier auf die Trails. Jetzt sind wir zurück aus Frankreich, sind das Orbea Occam LT ausgiebig gefahren in der Sonne des Südens. Wie hat es uns gefallen? Also ich fand die Lackierung gar nicht gut. Pink mit Rot und noch gelben Akzent von der Gabel hat mir wirklich nicht gefallen. Ja, aber bist ja selbst schuld, wenn du dir das Rad so konfigurierst. Du hast ja bei Orbea die Möglichkeit, das im Mayo-Konfigurator dir so zusammenzuklicken, wie du willst. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber lass uns lieber über die inneren Werte sprechen. Also wie hat sich das Rad geschlagen? Fangen wir mit dem Apple an. Was ist dazu zu sagen? Im Apple war es eins der besten Räder im Test. Ziemlich leichtfüßig, direkt, obwohl es den meisten Federweg hatte, was schon dann überraschend ist, oder mit den meisten Federweg, dass es dann auch im Apple so performt. Nee, also da gab es nichts auszusetzen. Ja, ich fand auch, Sitzposition war echt gelungen. Die hauseigene Sattelstütze hatte mehr als genug Hub. Die hat dann ziemlich viel Hub, das hat mich sehr überrascht, gerade für mich als Langbeiner. Ja. Das war echt super. Ja, und ich finde, es hat sich echt bergauf ausgebogen, neutral gefahren, obwohl es viel Federweg hat. Also hat ja 150 am Heck. Das ist ja nicht so das langhubigste Rad in unserem Test, aber das hat man dem Rad bergauf nicht unbedingt angemerkt, sondern hat einen echt positiven Eindruck hinterlassen. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen, lange Tagestouren, easy mitzufahren, überhaupt gar kein Problem. Das ist ja, glaube ich, auch nicht so schwer, oder? Das ist definitiv auf der leichten Seite in unserem Test. Ja, und das macht es jedem auch positiv bemerkbar. Ja. Wie fandet ihr es dann, wenn es hart zur Sache ging? Ich fand es erstaunlich gut, erstaunlich Enduro-mäßig. Also es hat ein sehr sattes Fahrgefühl, kommt wahrscheinlich auch daher, dass es den meisten Federweg im Test hatte. Grundsätzlich aber sehr solide und vor allem, es hatte so ein, wie soll ich sagen, eher so ein fast schon plasches Fahrgefühl, also eher so ein sattes, weniger direktes Fahrgefühl, so wie man das von Trailbikes eigentlich kennt. Ja, ich habe mich direkt wohlgefühlt. Ich hatte gefühlt auch viel Grip mit dem Rad und es war trotzdem, muss man sagen, immer noch poppig. Also man konnte noch abziehen damit, ohne jetzt irgendwie zu versacken in dem Federweg. Also von meiner Sicht aus sehr potentes Rad. Ja, genau, also ja, auf jeden Fall. Also gerade dieses satte Fahrgefühl finde ich beim Orbea relativ krass. Das fühlt sich echt cool an. Ich glaube, das ist so ein gelungener Mix aus Rahmensteifigkeit und Laufrädern. Das passt da ziemlich gut. Der Hinterbau arbeitet wirklich gut. Wenn es wirklich scheppert, merkt man so manchmal ein bisschen, dass er so ein bisschen stempelt oder nicht stempelt, aber so ein bisschen harscher wird. Aber sonst gibt es da jetzt eigentlich auch nicht zu kritisieren, und beim Orbea ist natürlich dann das Limit auch, dadurch, dass es mehr Federweg hat von der Geometrie, ihr habt es gesagt, sich ein bisschen Enduro-mäßiger anfühlt. Wenn ich jetzt sage, der Hinterbau kommt dann so ein bisschen ans Limit, dann ist das schon relativ spät so. Ja, das Limit beim Orbea, das ist definitiv ein Stück weiter hinten als jetzt bei anderen Rädern in unserem Vergleichstest. Einfach durch den Federweg, durch die Geometrie geht es schon in eine Enduro-Richtung, was ich aber cool finde, ohne ein reinrassiges Enduro zu sein. Es ist schon noch ein Trailbike oder so irgendwas dazwischen. Ich glaube, irgendwann hat man mal All Mountain dazu gesagt, aber den nehmen wir jetzt hier nicht. Ja. Ich meine, es ist halt die Frage, was man will. Wenn man ein super agiles und super präzises Fahrrad sucht, ist es vielleicht nicht das Orbea. Ja, es ist halt schon irgendwie dieses sattere Fahrgefühl, das es irgendwie hat. Da sind Kontrahenten oder andere Bikes in unserem Test vielleicht ein bisschen spritziger, vom Gefühl auf jeden Fall, ein bisschen direkter. Aber grundsätzlich, wer was sucht, wo er potent mit Trails fahren kann und vielleicht auch mal die ein oder andere Enduro-Ausfahrt damit machen will, ist er da wahrscheinlich ganz gut mit bedient. Ja, ich glaube, es kommt echt voll drauf an, was man von seinem Trailbike will. Ja, genau. Wenn man jetzt sowieso noch ein Enduro zu Hause hat,
dann ist es da vielleicht ein bisschen nah dran. Andererseits, wenn ich mir jetzt überlege, so ein Rad, gerade hier so in Deutschland im Mittelgebirge, mit dem man alles machen kann, von der Trailausfahrt bis hin auch mal zu einem Ausflug in den Bikepark. Ich glaube, dann wäre das Occam LT in unserem Vergleichstest so eines der Räder, zu denen ich da am liebsten greifen würde. Es ist auf jeden Fall ein guter Allrounder, ja. Und was man halt auch nicht vergessen darf, wenn man jetzt sagt, okay, das ist mir nicht spritzig genug, das ist mir nicht schnell genug bergauf. Mit derselben Rahmenplattform gibt es ja das Occam SL. Genau. Und dann hast du ja ein ganz anderes Bike, was halt genau das erfüllt, was du dann willst. Und das finde ich ganz cool, dass man bei Orbea auch mit dem Mayo-Programm und so da viel konfigurieren kann. Ja, das müssen wir sowieso nochmal positiv hervorheben. Also, dass man das Rad im Mayo-Konfigurator selbst zusammenklicken kann, was die Ausstattung angeht und auch was das Design angeht. Da kannst du dir auch eine andere Optik wählen, am besten schwarz mit schwarzen Decals, dann wärst du glücklich. Aber finde ich definitiv eine sehr coole Sache, dass man da diese Möglichkeiten hat und generell, was so Rahmendetails angeht, finde ich, macht Orbea sehr viel richtig. Also ich finde die Multitool-Integration, die war richtig cool mit diesem magnetischen Halter. Auch, dass der Rahmen serienmäßig mit Schutzfolie kommt. Ich will nicht wissen, wie viele Stunden meines Lebens ich schon damit verschwendet habe, Rahmenschutzfolie aufzukleben. Da kommt es einfach standardmäßig mit. Also das finde ich sehr positiv. Das Einzige, was mich daran wirklich nervt, was die Rahmendetails angeht, ist die Kabelverlegung. Orbea ist das einzige Rad, was die Kabel durch den Steuersatz hat. Und also darüber kann man ja streiten, ob man das will, ob man das nicht will. Ich will es nicht. Ihr wollt es wahrscheinlich auch. Ich will es auch nicht, aber vor allem will man die Option haben, beides machen zu können. Also ja, es hat halt keine Eingänge am Rahmen. Und ich finde, das ist nicht mal perfekt gelöst, weil man die Kabel trotzdem noch sieht. Die Kabel haben trotzdem vorne geklappert. Also das hat mir echt so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Und da hätte ich es besser gefunden, wenn Orbea eine klassische Kabelverlegung gewählt hätte. Ja, und vor allem ist es ja nicht so, dass das jetzt nur unsere eigenen Vorlieben sind und wir sagen, hey, wir mögen es nicht, weil es doof ist, sondern das Orbea ist auch das einzige Bike, wo halt der Steuersatz wirklich nach diesem Testcamp geknarzt hat. Bei den ganzen anderen Bikes war der Steuersatz halt leise und wir haben die gleich behandelt, gleich gepflegt, gleich gewaschen. Das ist so. Ja, es wäre auf jeden Fall einfach wichtig, die Option zu haben, die Kabel dann vielleicht im Nachgang noch durch den Rahmen legen zu können. Und die ist nicht gegeben. Ja, das ist aus unserer Sicht der Hauptkritikpunkt. Trotzdem muss man sagen, alles in allem Orbea Occam LT, richtig gutes Rad. Gerade wenn man den Fokus beim Trailbike eher so ein bisschen auf die Abfahrt legt. Wer ein agileres, spritziges Trailbike will, der kann stattdessen zum Occam SL greifen. Und insgesamt richtig gutes Gesamtpaket, dem man fast nichts vorwerfen kann, würde ich sagen. Ja. Das war unser Review vom Orbea Occam LT. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann ab einfach in die Kommentare damit. Das beantworten wir euch dann gerne. Ansonsten checkt auch gerne unseren Artikel auf MTB News. Da werdet ihr alle weiteren Informationen finden. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne unseren Kanal. Und jetzt geht's einfach weiter mit dem nächsten Video aus unserem Trailbike-Vergleichstest.